Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Vintage-Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Summit Cadet S100. Das ist ein englischer Füllfederhalter und wie immer werde ich euch ein bisschen was zu der Firma erzählen, werde euch den Füllfederhalter beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt am Summit Cadet S100. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde, wo ihr ihn denn bekommen könntet, was ihr dafür anlegen müsstet. Naja, so eigentlich wie immer. Dann geht's jetzt hier los bei Ink Up Your Pen. So sieht er aus, der Summit Cadet S100. Die Farbe nennt sich roter Marmor. Ich habe im Internet so ein bisschen recherchiert. Es kann sein, dass es Acryl ist. Vielleicht ist es auch Celluloid, so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ich würde auf Acryl tippen, weil auch hier die anderen Bestandteile dann eher so einen kunststoffartigen Eindruck machen. Aber wie gesagt, ja, Summit, Summit ist eine Firma aus England, genauer gesagt aus Liverpool. Die machen oder haben gemacht seit 1899 Schreibgeräte. Und der Name, der wechselte ein paar Mal und seit 1928 oder ab 1928 haben sie dann die Füllfederhalter unter dem Namen Summit hergestellt. Erste Modelle dieses Summit oder Cadet S100 gibt es ab 1929 und das Modell, was ich euch heute hier zeige, das ist ein Nachkriegsmodell 1950 und ist, wie ihr hier schon seht, ein Hebelfüllfederhalter. Ein schönes Exemplar, ist in Rot seltener zu finden, viele sind in diesem Marble Green. Und einige auch ganz normal konservativ in Schwarz, aber das Rote ist eher selten zu finden. Ja, die Firma Summit könnt ihr heute nicht mehr neu kaufen oder Füllfederhalter der Firma Summit könnt ihr nicht mehr neu kaufen. Die haben 1955 ihr Ende eingeläutet und seitdem bekommt ihr die nur Vintage. Das habe ich auch, so habe ich ihn auch erworben. Ich habe ihn über eBay Kleinanzeigen gekauft. Und ja, will ihn euch heute hier vorstellen. Ich glaube, dass die Firma nicht mehr gibt, ist klar, dass ich auch von denen nichts bekomme, dass ich euch den heute hier vorführe. Okay, ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Also hier alles schön und auch sehr gut verarbeitet. In diesem, ja, ich würde mal sagen, Acrylharz. Das sieht auch sehr schön hier, wenn ihr das hier so im Licht seht, sieht es sehr schön aus und wirkt wirklich hochwertig. Ein sehr schönes Schreibgerät. Hier seht ihr schon, ist ein Hebelfüller. Ich will den jetzt in den Hebel nicht betätigen, da ich ihn schon mit Tinte befüllt habe. Ich habe mich hier für Diamine Oxblood entschieden. Werdet ihr nachher sehen beim Schreibtest. Und deswegen hier nur der Hinweis, das ist der Hebel, da drin ist ein Tintensack, den bewegt er auf und nieder, wenn ihr den Füllfederhalter im Tintenglas habt. Und so füllt sich der Tintensack darin, dadurch, dass ihr da eben mit diesem Hebel drauf drückt und so einer kleinen Platte da drin. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an und beschreiben mal hier die Kappe. Kappe ist hier mit einem Clip versehen. Der Clip, ja, ist fest, aber funktional. Was mir immer gut gefällt, ist hier diese Kugel da vorne dran. Das finde ich, sieht sehr, sehr edel aus. Hier steht auch der Name Summit drauf, wie gesagt, der Hersteller. Dann schrauben wir den mal auf, mal gucken, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Auch nicht mal eine Umdrehung. Mal gucken. 3/4 Umdrehung, das ist Wahnsinn. Nach einer 3/4 Umdrehung ist der Füllfederhalter offen. Legen wir den erstmal nebenhin. Ja, Kappe selber, Kappenkopf, schwarzer Kunststoff. Ja, ist so ein, kann man hier auch nicht zerlegen. Hält hier den Clip mit dem Ring, mit dem Metallring. Hier unten nochmal ein Kappenband, auch ein silberner Metallring, sehr schön. Denke mal, hält dann auch sehr lange. Das Acryl ist auch sehr schön gearbeitet, muss man auch dazu sagen. Ja, schönes Stück, gut verarbeitet.
kann man nicht sagen. Auch wenn das hier Kunststoff ist, sieht es trotzdem passend und angenehm aus, also wirkt nicht billig, kann man nichts zu sagen oder nichts Negatives dazu sagen. So, dann gucken wir mal hier, ob ihr das so seht. Da seht ihr, hier oben steht Kadett S100 und darunter Made in England. Ist nicht ganz so leicht zu erkennen, aber hier auf dieser Höhe, da steht es. Das Kadett kann man noch besser lesen und das Made in England ist noch kleiner geschrieben. Also hier steht die Modellbezeichnung nochmal. Griffstück in schwarzer Kunststoff würde ich sagen. Die Feder ist eine Flexfeder und zwar eine Goldflexfeder. Kann man hier auch so ein bisschen drauf lesen. Summit CT 14 CT Gold. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so seht. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen näher ziehen können. Da könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen. So seht ihr das besser. Summit 14 CT und drunter Gold. Also eine Goldfeder und ja, eine flexible Feder ist es. Hier kann man natürlich nicht aufschrauben. Wie gesagt, ist ein Hebelfüllfederhalter und da kann man den nur zerlegen, wenn man den Hintensack wechseln will. Ja, dann kommen wir gleich hier zur... Achso, Griffstück ist recht schmal gehalten. Ich habe schon gemerkt, ich greife es hier oben, wo hier dieses Gewinde ist, um die Kappe aufzuschrauben. Also für mich ist das Griffstück ein wenig schmal, aber das tut ihm keinen Abbruch. Es liegt trotzdem, wie ihr hier seht, gut in der Hand. Ja, dann wie gesagt der Schaft, bis auf den Kopf hier oben, der ist nochmal mit einer Kunststoffkappe versehen, mit einer schwarzen. Ist er eben aus diesem Acrylharz oder Celluloid. Ich kann es nicht genau sagen. Wie gesagt, ich tippe auf Acrylharz. Sehr schön gemacht, sieht auch im Licht sehr schön aus, sehr angenehm. Hier unten seht ihr übrigens nochmal das, was eingraviert ist, das ist das, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Hier sieht man nur das, was eingraviert ist, aber man kann es nicht lesen. Das wirft die Kamera nicht so genau aus. Ja, so viel zum Füllfederhalter. Federstärke, ja, kann ich auch nicht so genau sagen, ist nicht beschriftet, aber wie gesagt, ihr werdet dann sehen, ist eine Flexfeder und da geht schon ein bisschen was. Okay, dann machen wir mal Maße und Gewicht. So wie ich ihn jetzt hier halte, also zum Schreiben sozusagen, schreibbereit ohne Kappe, misst er 12,4 cm. Ihr seht es hier in meiner Hand, der liegt recht gut drin. Ich sage ja immer, ich habe große Hände. Auch wenn ich ihn etwas weiter oben fasse, ist das noch kein Problem, sondern er liegt sehr gut in der Hand. Hier so halte ich ihn dann meistens also ein bisschen oberhalb des Griffstückes da, was auch recht klein ist. Okay, dann mit Kappe im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch halte, misst er 12,8 cm und man kann ihn auch aufstecken, zeige ich euch auch hier mal. Also ihr seht, schaut mal hier, die Kappe hält bombenfest und da misst er 15,2 cm. So in dem Zustand, wie er jetzt hier vor euch liegt, befüllt mit Tinte, wie gesagt, da mein Oxblatt habe ich verwendet, wiegt er 16,7 Gramm. Also eher ein leichtes Schreibgerät, ja, ich würde jetzt nicht von einem zierlichen Füllfederhalter sprechen, aber ist doch eher kein Schwergewicht. Trotzdem muss ich sagen, liegt er sehr angenehm in der Hand. Okay, ja, soviel zur Firma Summit, zur Beschreibung des Modells, zu den Maßen und zum Gewicht. Und da kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Summit Kadett S100. Hat eine Flexfeder in 14 Karat, Gold natürlich. Die Tinte ist Diamine, Oxblatt. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay,
dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ich denke, ihr habt es gehört, man hört ein bisschen Feedback, aber alles in allem muss ich sagen, ist es ein sehr angenehmes Schreiben. Die Goldfeder schreibt wirklich sehr angenehm, es gleitet übers Papier. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie das Feedback, das die Goldfeder gibt, als unangenehm empfinde, aber das müsst ihr selber beurteilen. Jetzt haben wir einen Moment offen gelassen, dann gucken wir mal, ob er sofort anschreibt und machen mal schnelles Schreiben. Sofort da, ja. Okay, hier hat er mal einen kurzen Aussetzer gehabt, aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich die Feder hier so ein bisschen verkantet habe. Okay, verkehrt herumschreiben, mal gucken, ob das auch geht. Ja, geht auch. Ist nicht angenehm, kratzt sehr. Aber Schriftbild ist in Ordnung. Hält auch durch bis zum Ende, ihr seht schon, da gibt es kein Problem. Ja, dann schauen wir mal, was die Flexfeder so drauf hat. Machen wir mal hier als nächstes den Test. Oh ja, schauen wir. Da geht was. Also hier, sehr schön, muss ich sagen. Wenn das hier miteinander vergleicht, da macht die Flexfeder ihrem, ich glaube, es ist eine Semiflex, alle Ehre. Tintenfluss ist in Ordnung, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ihr seht es hier schon, verschmiert nicht. Also Papier nimmt es auch gut auf. Aber hier die Flex-Eigenschaften, die sind schon deutlich zu erkennen und sehr, sehr angenehm. Okay. So viel zum Schreibtest und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Summit Cadet S100. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Summit Cadet S100? Hier zeige ich euch nochmal. Das ist die Farbe Roter Marmor oder Red Marble. Ja, was gefällt mir gut? Mir gefällt gut die Goldfeder. Also das ist ja eine Flexfeder. Und die hat ein sehr schönes Schriftbild. Ihr habt es gerade beim Schreibtest gesehen. War wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Die guten Flex-Eigenschaften, wie gesagt, das schöne Schriftbild, die Goldfeder, das sind so die positiven Dinge. Mir gefällt auch so das ganze Design. Wenn ihr diesen Clip hier seht, das sieht schon irgendwie aus. Ich mag allerdings auch Vintage-Füllfederhalter, muss man auch dazu sagen. Und vor dem Hintergrund gefallen mir die in der Regel schon alle recht gut, die Vintage-Stücke, die ich euch bisher hier auch vorgestellt habe. Ja, was gefällt mir weniger gut? Ich zeige es euch hier nochmal. Das Griffstück ist mir ein bisschen zu schlank. Man könnte ja bis hier unten hingreifen. Ich greife es aber hier weiter hier oben an, weil es da ein bisschen kräftiger ist. Aber das ist jetzt nicht etwas, was man dem Modell hier vorwerfen könnte, weil das ist eine persönliche Sache. Mir ist es ein bisschen zu schmal, ein anderer würde sagen, ist für mich genau richtig. Deswegen nicht eigentlich ein negativer Punkt. Zweiter Punkt, den man zumindest anmerken sollte, ich finde ihn jetzt auch nicht wirklich negativ, weil es mich nicht gestört hat, aber ich hätte von der Goldfeder etwas weniger Feedback erwartet, aber es ist völlig in Ordnung. Ich finde es auch angenehm, aber es ist schon deutlich und man hat ja so einen ersten Eindruck. Und ja, das will ich einfach ansprechen, dass wenn ihr euch für so einen Summit Cadet S100 interessiert, dass ihr dessen gewiss seid. Ja. Okay, würde ich mir wieder kaufen. Also ich habe ihn günstig bekommen. Ich mag alte Füllfederhalter, ich mag die Goldfeder, mich hat die Flexfeder interessiert. Ihr müsst ungefähr über eBay für den Red Marble und Green Marble, das hier ist der Red Marble, müsst ihr ungefähr 150 € rechnen. Das ist schon nicht wenig. Da muss man schon ein Fan alter Füllfederhalter sein. Wenn ihr ihn günstig bekommt, würde ich ihn euch auf jeden Fall empfehlen.
Den schwarzen gibt es so um die 70 Euro. Ihr müsst euch überlegen, ich habe ihn, wie gesagt, deutlich günstiger bekommen und ich würde mir auf jeden Fall wiederholen, weil es ein sehr schönes Schreibgefühl ist. Ja, so viel zum Summit Cadet S100 und da würde mich natürlich interessieren, was habt ihr vielleicht für Erfahrungen mit diesem Füllfederhalter? Was habt ihr für Erfahrungen mit dieser Feder? Ich finde sie sehr schön. Wie habt ihr das empfunden? Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.